Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von autoforie.de und damit auch herzlich willkommen aus Bayern. Wir sind heute schön auf dem Land und dazu brauchen wir natürlich auch ein passendes Auto. Und jetzt denkt ihr, was kommt denn jetzt? Ein Traktor? Nein, jetzt kommt ein Fahrzeug, mit dem ihr einen schönen Familienurlaub mit der kompletten Familie machen könnt. Nämlich den neuen BMW 5er Touring. Ja, okay, die Überleitung, die war jetzt vielleicht nicht ganz so elegant, muss man wirklich sagen. Aber es ist doch tatsächlich so, dass jeder irgendwann mal einen Ausflug auf einen Bauernhof gemacht hat. Und jeder von uns hat auch irgendwann mal lange im Auto sitzen müssen als Kind. Dementsprechend hat BMW sich gedacht, wir brauchen ein Fahrzeug, das genau das verkörpert bzw. mit diesen Situationen klarkommt, nämlich mit einer kompletten Familie. Eleganter als meine Überleitung ist definitiv das Fahrzeug selbst. Der 5er Touring steht hier, wie wir ihn haben, in einer Luxury Line, das heißt in der etwas luxuriöseren Ausführung. Wir starten wie immer mit dem Design. Direkt am Gesicht sieht man, dass es sich hier um einen BMW handelt. Das liegt natürlich unter anderem an dem Grill, den wir schon kennen. Sehr schön dabei, er ist nicht nur schick anzuschauen, sondern diese kleinen inneren Chromnieren, diese kleinen inneren Leisten, die haben tatsächlich auch eine Funktion. Sie sind in der Regel geschlossen, wird aber mehr Kühlleistung gebraucht, öffnen sie sich. Was jetzt außerdem neu ist, ist, dass der Grill an sich nicht nur hier steht, sondern tatsächlich mit den Scheinwerfern verbunden ist. Das heißt, es gibt keine Unterbrechung mehr, sondern einen fließenden Übergang. Was bewirkt das? Das bewirkt zum einen, dass nochmal die Front ein bisschen breiter, ein bisschen massiver wirkt. BMW war da nie wirklich dezent, aber jetzt macht das Ganze, wie ich immer es persönlich sage, nochmal Wumms. Wenn man auf die Seite schaut, fallen natürlich die Felgen ins Auge. Wir haben jetzt hier in unserem Fall 18 Zoll Felgen. Damit kommt die Luxury Line, wenn wir sie bestellen. In der Luxury Line selber können wir nochmal auf 19 Zoll upgraden, wenn wir das möchten. Und insgesamt haben wir hier eine Palette zwischen 17 bis 20 Zoll. Apropos Luxury Line, die zeichnet unter anderem Chrom aus, beziehungsweise Chrom ist das Detail, was wir da außen noch mit dazu bekommen. Ihr habt es schon vorne ein bisschen gesehen. Hier an der Seite mit der komplett umrahmten Fensterfront fällt es natürlich noch mehr auf. Ein Teil an der Seite ist aber auch aus Chrom, nämlich das hier unten. Das ist nämlich der Air Breather, der sorgt für verbesserte Aerodynamik. Am Hinterteil des guten Stücks befindet sich selbstverständlich ein Kofferraum, und zwar ein geräumiger Kofferraum. Aber kurz vorher gehe ich nochmal auf dieses Detail ein. Wir kennen es von BMW schon. Selbstverständlich lässt sich auch hier nur der obere Teil bzw. die Scheibe öffnen. Neu ist außerdem, dass wir jetzt optional den berühmten Fußkick haben, hier in diesem Fall zentral, und das Fahrzeug öffnet sich dann automatisch. Dahinter verbirgt sich selbstverständlich ein Kofferraumvolumen von 570 Litern in diesem Fall. Wenn wir alles umklappen etc. pp. Kommen wir auf ein Kofferraumvolumen von 1700 Litern. Das ist doch eine ganze Menge, und wir können dann 730 Kilogramm einladen, wenn wir wollen. Nettes Detail bzw. Feature auch noch für mich persönlich: den Kofferraum schließen können wir mit diesem Fußkick auch. Sehr praktisch. Zum Marktstart des BMW 5er Touring gibt es eine geringfügige Auswahl an Motoren, nämlich den 530i, den 530d, den 540i und, wie wir es hier haben, den 520d. Ist ein Vierzylinder Diesel mit Hinterradantrieb, wahlweise auch mit 8-Gang-Automatik. In unserem Fall selbstverständlich mit 8-Gang-Automatik, nicht mit der serienmäßigen 6-Gang-Schaltung. Hat dann 190 PS, 400 Newtonmeter Drehmoment und soll im Normverbrauch bei 4,2 Liter liegen. Wir haben auch über alle Modelle des 5er Touring zum Marktstart eine Anhängelast von 2 Tonnen, also schon ganz ordentlich. Und wir haben auch hinten, ganz wichtig, eine serienmäßige Luftfederung, die dafür sorgt, dass das Niveau hinten im Kofferraum, egal wie die Beladung ist, immer gleich bleibt. Wir haben jetzt hier in unserem Fall auch die adaptiven Dämpfer, die ihr im Prinzip schon aus der Limousine kennt, und dazu, wie gesagt, natürlich immer mehr im Fahreindruck. Ihr hattet schon ein paar Fragen zu den Motoren. Wird es einen M5 Touring geben? Dazu kann man nur sagen, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Denn es gibt Aussagen von Frank van Meel, der wiederum gesagt hat, ein Dreier-Touring macht in diesem Segment keinen Sinn. Soll heißen, ein M5 Touring könnte eventuell Sinn machen. Aber anderweitig sagt man auch wieder, so ein M5, der punktet ja primär in den USA, und da ist Touring nicht so wirklich das Produkt, was man anbieten möchte. Gleiches gilt auch wiederum für den Hybrid, denn der 5er Touring ist im Prinzip nicht als Hybrid geplant, wobei bei BMW aktuell nur noch die Plug-in-Hybriden geplant werden, weil Plug-in-Hybrid
bei uns in Europa einfach kein richtig gutes Thema ist. Und Kombi ist bei uns in Europa wiederum ein gutes Thema. Dementsprechend passt das beides nicht zusammen und es wird zu 99% keinen 5er Touring Plug-in geben. Und nun herzlich willkommen im Innenraum des BMW 5er Touring. Wir blicken erstmal hinter mich bzw. auf die Rücksitzbank. Die obligatorische Sitzprobe hat Fabian heute für euch mal übernommen. Und man muss sagen, er hat wirklich genug Freiheit. Bei einer Körpergröße von ca. 1,80 kann er sich nicht beschweren. An sich hat BMW angegeben, dass 3 Kinder inklusive Kindersitzen hinten Platz nehmen können. Man muss dazu aber sagen, es gibt nur 2-mal Isofix. Kommen wir dann kurz und knackig mal zu dem Innenraum bzw. auch zu den Materialien und den Design, den wir hier sehen. Ich muss hinzufügen, wir haben leider vor Ort jetzt ein bisschen Zeitdruck, darum seht uns das einfach nach. Es gibt zum BMW 5er als Limousine dann allerdings schon ein Video. Da ist Fabian sehr viel auf die technischen Details eingegangen. Link dazu natürlich unten in der Infobox. Ich fasse jetzt mal grob zusammen, was wir hier gerade sehen. An sich haben wir hier verschiedene Materialien verarbeitet, farbtechnisch alle eigentlich relativ erdig bzw. natürlich gehalten, also nichts Knalliges oder Auffälliges. Hier ist schon eine etwas auffällige Version verarbeitet, nämlich das cognacfarbene Leder, sehr, sehr modern cognacfarbenes Leder. Nicht nur bei Autos, sondern tatsächlich auch im normalen Fashion-Bereich. Wenn wir einen Blick auf die Sitze werfen, sehen wir eine ziemlich gute Verarbeitung hier mit dunkelgrau abgesetzten Nähten in unserem Fall und dann nochmal so Zierdetails seitlich verarbeitet. Man muss sagen, die Sitze sind recht untypisch für BMW. Es ist nämlich mehr so in die Richtung Komfort und ein bisschen weg von der Richtung Sportlichkeit, was man bei BMW ja eigentlich immer erwartet. Heißt jetzt nicht, dass sie schlecht sind, sondern ist einfach mal ein neuer Einschlag, der hier stattgefunden hat. Ansonsten sehen wir zum Beispiel noch Schwarz hier oben als Leder und dann zum Beispiel auch Hochglanzschwarz. Wir haben dann noch diese matten, ja, ich würde mal sagen metalloptischen Leisten. Also Chrom soll es definitiv nicht sein. Wir haben hier in der Mittelkonsole nämlich ein Touch-Display mit 10,2 Zoll ungefähr, das sich allerdings nicht nur über Touch steuern lässt, sondern tatsächlich auf 4 verschiedene Art und Weisen. Kleiner Exkurs dazu, das ist meine Lieblingsgeste, das ist nämlich laut bzw. leiser. Das heißt, wir haben hier Gestensteuerung zum Beispiel verarbeitet. Touch ist natürlich auch dabei. Über den Drehsteller können wir dann weiterhin bedienen und wir haben ja auch noch die Sprachsteuerung. Was mich persönlich total begeistert hat, was irgendwie alleine eine Review schon verlangt, ist dieses Teil hier, nämlich der Schlüssel. Der ist jetzt tatsächlich nicht mehr einfach nur irgend so ein Schlüssel, sondern ihr seht es schon, man kann hier ziemlich viel noch touchmäßig steuern und es ist eine ganz eigene Welt. BMW ist bekannt für die Reihen-Sechszylinder, aber auch BMW bietet kleine Motoren an, wie diesen Vierzylinder mit 190 PS und einem wirklich durchaus gewaltigen Drehmoment von 400 Newtonmeter. Und wenn das dann voll anliegt, dann zieht er auch ganz ordentlich vorwärts, selbst im Komfortmodus, ohne das Pedal völlig durchzudrücken. Wir haben natürlich auch wieder den Sportmodus. Da gehen wir jetzt einfach mal direkt rein und da merken wir direkt, er zieht etwas besser an und dreht auch typisch BMW freudig nach oben. Im 5er Touring haben wir nicht wie in der Limousine rundum die adaptiven Dämpfer, sondern hinten eben die Luftfederung. Dementsprechend ist der Touring wirklich eher komfortabler als die Limousine. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, er ist keineswegs zu komfortabel geworden. Denn auch dieser Touring ist wirklich sportiv ausgelegt und liegt gut in den Kurven. Er federt auf der Autobahn sehr sanft ab, aber hier auf so einer kernigen Landstraße kommen eben auch die BMW-typischen Fahreigenschaften zur Geltung. Generell in allen Modi ist der 5er Touring sehr komfortabel und ruhig ausgelegt. Das heißt, wir hören relativ wenig vom Motor, es sei denn, wir drehen ihn wirklich sehr weit aus und wir bekommen auch sehr wenig von der Außenwelt mit, eben nur das, was wir mitbekommen sollten. Und ansonsten kann man es sich hier sehr ruhig angehen lassen. Ein Punkt, der hat mich bei der Limousine etwas gestört, das war das Harman-Kardon-System. Das muss ich jetzt etwas revidieren. Hier im Touring klingt es irgendwie voluminöser, vielleicht auch etwas technisch nachgearbeitet und es macht wirklich einen vorzüglichen Klang. Angekommen auf der Autobahn kann ich euch vermitteln, der 520d Touring läuft locker seine 220. Darum soll es jetzt aber in diesem Abschnitt gar nicht gehen, sondern um diesen Teil hier, nämlich die
Fahrassistenten. Da haben wir hier zum Beispiel mal den Spurhalteassistent, den Tempomat, den können wir hier in der Geschwindigkeit regeln. Hier können wir ihn löschen, hier können wir den Abstand wählen und hier können wir den Limiter setzen. Jetzt sind wir da in einer 100er-Zone und aktivieren einfach mal direkt den Tempomat. Dann hat er auch die aktuelle Geschwindigkeit komplett übernommen, ohne dass wir diesen Button nochmal drücken. Und jetzt sehen wir auch direkt, wir sind bei 101 km/h, sind aber in einer 100er-Zone und über diesen einen Klick regulieren wir auf die aktuelle Geschwindigkeit. Und jetzt sehen wir auch im Navi, 80 kommt gleich. Und über einen weiteren kurzen Klick haben wir dann 80 eingestellt. Das ist ein ganz nettes Feature, was in Zusammenhang mit der Navigation funktioniert und was im Prinzip auch eigentlich größtenteils verhindert, dass man Tickets bekommt. Natürlich muss man da auch auf die helfenden Hände reagieren, die dann mit einem Pfeil vorne im Head-Up-Display, was ich würde sagen echt super ist, in ungefähr einer Größe von fast einem DIN A5-Blatt, wenn nicht gar mehr. Darauf muss man natürlich reagieren. Jetzt haben wir hier nochmal dazu den Lenkassistent. Das heißt, wir könnten rein theoretisch schon teilautonom fahren, aber da die Rechtslage in Deutschland noch ein bisschen kritisch ist, müssen wir weiterhin die Hände am Lenkrad halten. Aber ich zeige euch mal, wie gut er funktioniert, denn wir haben im Prinzip eine direkte Korrektur in die Lenkmitte und dann eine leichte Gegenkorrektur, sodass wir auch wieder komplett in der Mitte bleiben. Jetzt sehen wir, korrigiert er immer so ein bisschen, weil wir so eine leichte Linkskurve haben und das funktioniert auf einem ähnlich hohen Niveau wie auch im Mitstreiter aus Stuttgart. Jetzt ganz interessant zwischen den gelben Linien, was er gleich nimmt, ob er die gelben Linien nimmt oder die weißen. Ja, er nimmt die gelben wieder auf die weißen, sagt aber direkt bitte Hände ans Lenkrad. Also das war ihm von der Regelgrenze doch schon zu weit. Aber sobald wir mal im Bereich der Teilautonomie bzw. Level 4 Autonomie sind, können wir uns da entspannt zurücklehnen. Selbstverständlich haben wir auch einen Spurwechselassistent, der funktioniert eigentlich im Prinzip ähnlich wie in der E-Klasse. Das heißt, die Sensoren überwachen den Rückraum und schauen, ob da Platz ist. Und mit einem Blinker als Betätigungssymbol hilft das ganze System quasi diesen Spurwechsel einzuleiten. Es ist jetzt aber natürlich kein Spurwechsel, der so zack und abgeschlossen ist, sondern sehr entspannt vonstatten geht. Jetzt das Ganze nochmal, wir fahren auf einen LKW auf, dabei merkt der Tempomat verhältnismäßig spät, dass da was vor uns ist. Das heißt, er bremst relativ rubiat ab, finde ich jetzt nicht so effizient gelöst. Und wenn wir dann den Blinker setzen, ich warte einfach mal, weil im Moment kommt noch was und dann macht das System einfach nichts. So, und jetzt beschleunigt er direkt und er lenkt auch leicht rüber, weil im Prinzip nach dem 2er Cabrio nichts mehr kam und die Spur ist gewechselt. Deutschland Kombiland, dein nächster 5er Touring steht bereit. Jetzt liegt es natürlich auch an euch, so ein bisschen zu sagen, eher E-Klasse oder eher 5er Touring. Beide für sich sind wirklich unterschiedlicher, es geht kaum mehr. Der 5er Touring ist im Prinzip das dynamischere Fahrzeug, selbst wie hier mit dem 4-Zylinder Diesel, und die E-Klasse ist eher so das ruhigere Fahrzeug. Obwohl man bei BMW auch Angleichungen vorgenommen hat, um das Fahrzeug innen drin etwas vom Geräuschkomfort anzuheben. Trotzdem, das muss man ganz klar zugeben, mit diesen Dämpfern und diesen Extras, die wir hier haben, ist es ein sehr dynamisches Fahrzeug. Ganz am Ende eines Videos geht natürlich das Wort an euch. Wie gefällt euch der BMW 5er Touring? Wäre das jetzt ein Fahrzeug, das ihr euch zulegen würdet, oder dann, wenn, lieber als Limousine? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare und wir mischen wie immer mit. Es folgt die obligatorische Werbung zum Schluss. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen doch einen Daumen hoch. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut das doch direkt. Das ist kostenlos. Dann sehen wir uns nämlich auch beim nächsten Mal wieder direkt. Und aktiviert doch noch die kleine Glocke dazu, dann verpasst ihr keins unserer Videos. YouTube hat da momentan so ein bisschen Probleme. Bis dahin, ciao!